Buchfans! Heute sind wir wieder da mit einem Technikvideo und was für eine! Wir haben auch den Erik wieder dabei. Erik, willkommen. Ja. Ja, eine ganze Woche Feierabend. Ja, ganze Woche. Und was haben wir heute? Wir haben etwas von Polini. Und ja, wir haben das geschafft, zusammen mit einem Lieferant, nach 30 Jahren, denke ich, etwas Spektakuläres zu haben. Die Leute von Polini, ja, die haben Ahnung gehabt von uns. Wir haben das schon seit Jahren gefragt und die hatten keinen Bock drauf. Aber ein Komplettset für Maxi E50, Z50 und ZA50 Motoren. Also Zylinder, Zündung, Vergaser, Ansaugstützen, Kopf, ja, und wir zeigen das alles gleich. Weil, ja, Polini hat nimmer eigentlich Bock drauf, um etwas Neues zu machen. Ne? Die sind in die Roller, Roller, AM6. Und für Buch haben die gesagt, ja, das ist altmodisch. Und dann haben die so diese Ausflüchte gesucht. Ne? Formen sind kaputt, können wir nicht mehr. Und man muss auch so denken, wir sind 30 Jahre weiter. Ne? Ich denke da im Büro, da sind nur Jugendliche. Und diese alte Generation, die noch Buch Maxi und so weiter, Hercules, Sundap, Sachs kennen, ja, die sind alle Pensionado. Ja. Denke ich. Und jetzt, ja, ich denke, wir zeigen das mal gleich. Ne? Was haben wir hier? Ich fange an mit das Einfachste. Ne? Ja. Und dann zeigen wir als letzte Zylinder, denke ich. Ne? Na Jungs, was haben wir hier? Wir nennen das eine 4-Klappenmembran statt die originale 2, die übrigens auch hier im Karton noch dabei ist. Ja. Ne? Aber das Idee ist, die Leute von Polini, die haben so eine Entwicklungsabteilung, die stimmen eigentlich auch alles ab am Prüfstand. Und also diese Kombination, die wir heute zeigen, das ist eigentlich schon von Polini ausgedacht, dass das alles richtig funktioniert. Da sind wir auch gespannt, weil was wir machen heute, wir bauen das ein, wir starten unsere Probemofa, unsere Testmofa, unsere Stickerbomb-Buch und mal schauen, ob die das alles richtig gemacht haben. Weil da kommt auch noch eine Auspuff dazu. Die bekommen wir erst in 2-3 Wochen. Aber wir testen das hier mit einer, warum machen wir das? Eine Homewet? Homewet P6 PSR. P6 PSR. Wir wissen eigentlich schon, dass diese Auspuffe immer gut funktionieren. Ja. Und eine Polini ist ein hochdrehender Zylinder. Aber hat auch viel von unten aus, also Anzug, Drehmoment ist auch genug da. Also wir sind so gespannt. Gut, gehen wir weiter, Jungs. Na, das ist natürlich alles wie von Polini gewöhnt. Komplett mit Schrauben, Dichtungen und Polini-Aufkleber. Ja. Wow. Okay, gehen wir schnell weiter, Jungs. Na, was hängt an einer Ansaugstütze? Da hängt eine Vergaser. Ja, Jungs, eine Polini CP-Vergaser in 21 mm. Das finde ich ziemlich groß. Aber mit dieser 4-Klappenmembran, mal schauen, wie das funktioniert. Luftfilter ist dabei, Klemme ist dabei und natürlich, weil diese Vergaser, die haben einen Anschluss für separate Ölschmierung. Ja. Also, das muss man natürlich, das brauchen wir nicht, das haben wir nicht am Buch. Da müssen diese 2 Gummis, schiebt man einfach hier drauf. Ja. Fertig. Luftfilter ist auch schön, zeigen wir noch im Bild natürlich später. Kann man, wenn man will, ein bisschen drehen, wie man will. Nach unten, Ignition. Also Zündung, komplett. Eine Grundplatte haben wir. Da haben wir natürlich ein Vorrat. Oh, Polini. 41, 23 Baujahr. Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung, ob das so ist. Stator, Spulen, Lichtspulen. Ja, was wissen wir noch nicht? Wir wissen natürlich, das ist 12 Volt. Ja. Aber wir wissen noch nicht, wie viel Watt diese Leuchtspulen bringen. Massedrahte dabei, Anschließdraht. Ja, natürlich wieder Polini. Schrauben dabei. Wir haben einen Spannungsregler, eben auch eine Kerzenstecker ist dabei. Das ist so komplett, Jungs, unglaublich. Und eine CDI-Unit. Hat das eine Kurve? Ja. Hat eine Hat eine Kurve drin. Also verfrüht ein bisschen beim Starten und verspätet, wenn man höher im Drehzahl geht. Ja. Der ist nicht dabei im Set. Nein. Nee. Ein Nadellager. Nicht alles MHR, Nein, aber alles alles Polini. Polini.
Gut, Zylinderkit kennen wir eigentlich alle, ne? Die haben wir schon seit Jahren. Die sind auch nimmer aus Produktion gewesen eigentlich bei Polini. Und jetzt ist das sehr speziell, weil da ist nicht nur ein Zylinder im Set, aber auch ein Kopf. Na, gut, machen wir das wieder schnell. Wir haben hier ein Ansaugstutzen dabei. Das ist für 15 Bing, aber da machen wir heute gar nichts damit. Huff, auf die Seite. Dann haben wir Zylinder und Kolben. Und das Spezielle an diesem Set ist, das ist nur bei diesem Set, da ist eine sehr spezielle Kolben dabei. Also, was haben die gemacht? Was ist das Problem mit Polini, Erik? Ich denke, du kannst das am besten erzählen. Die Oberseite der Kolben ist immer ein schwaches Punkt gewesen bei Polini. Sehr viele Hitze da. Ja, mit Klemme? Ja, mit Klemme. Also ja. Und früher, was wir machen, da war mit einer Fräse, machen wir Dimpel hier im Ja, also kleine Löcher, Hüft, ja. dass die so ein bisschen, Das genauso wie Polini das macht. dass ein bisschen Öl fängt für die Schmierung. Ja, extra Schmierung. Weil das Problem ist, wenn man die Zylinder zu fest einbaut und auch Ansaugstützen zu fest andreht, dann deformiert eigentlich der Zylinder. Ja. Wir haben das schon in einem Video erklärt, ne? Und dann bekommt das hier sehr viel Hitze und Reibung. Ja. Na, und was haben die jetzt gemacht? Das Loch hier, das Spülloch im Kolben, größer gemacht. Auch größer. Ne? Schade, dass wir keinen Originalkolben haben. Aber wir zeigen das jetzt hier. Und das ist dann Originalkolben im Vergleich mit dieser Kolben hier. Na gut, also mehr Schmierung, weniger Reibung, weniger Risiko auf Klammer. Ja, das ist eine große Verbesserung. Das ist echt eine große. Ich hoffe auch, die kommen noch später im Shop. Ja. Man muss natürlich noch immer sehr gut darauf achten, dass man das mit 8 Newtonmeter anzieht, weil auch diese Schrauben muss man nicht zu fest andrehen. Bei diesem Zylinder haben wir hier 2 extra Kanäle. Das sind extra Öffnungen, einfach gesagt, mehr Benzin reinkommt. Hier im Gehäuse muss man da diese 2 Löcher muss man so nach hinten durch rausholen, dass es auch spülen kann. Na, Polini. Jungs, den Form ist, was zuerst auffällt, ist die Form vom Kopf. Also die haben eine spezielle Form da bei Polini, haben wir auch nie gewusst. Ich denke, dass sie eine komplett neue Form gemacht haben. Das denke ich auch, weil diese Form ist auch sehr schön. Brennform, ja, Squish, da sind kleine Bücher dabei und da steht alles da drinnen. Ne? Ja. Was haben die als Standard Squish gemacht? 1,1 und eine Toleranz von 1 plus minus 1,1 mm. Quetschkanten zwischen 1 mm und 1,2. Man muss Kerzen mit Zündkerzen mit lange Schacht muss man fahren. Also das hier ist richtig viel Draht. Ja. Eine B9ES, da kommen noch in Shop neue BR9EG. BR9EG. Das ist, was Polini sagt. Wir haben hier zufällig noch, das ist auch schön, unsere Stickerbomb Testmofa. Und was ist da als Schwinge eingebaut? Eine Polini-Schwinge. Natürlich aus den 80ern, natürlich verrostet, aber das hier war früher von Polini geliefert, ne? Ja. Und man sieht schon, was die gemacht haben, das ist normal mit diesem Gummi, aber hier ist so eine Verstärkung drunter und das ist einfach eine schöne Schwinge und wir rufen diese Woche noch Polini mal an und dann sagen wir, ja, du hast jetzt so eine schöne Set und wir brauchen eure Polini-Schwinge, bau das mal wieder. Also ja, ich hoffe, die sind auch enthousiast geworden. Ja. Da muss ich noch etwas dazu erzählen, weil bei diesem Zylinder haben wir hier 2 extra Kanäle. Das sind extra Öffnungen. Ja. Das ist einfach gesagt, mehr Benzin reinkommt und eine bessere Spülung haben im Zylinder. Hier im Gehäuse muss man da diese 2 Löcher um 2 mm, muss man so nach hinten durch rausholen, dass es auch spülen kann. Das machen wir heute nicht, weil das ist unsere Testmofa. Später in 2 Monaten kommt da noch eine neue Zylinderset. Also das machen wir heute nicht. Okay, wir gehen an die Arbeit.
Fans, wie ihr gesehen habt im Timelapse, alles ist jetzt eingebaut. Und ja, wir sind startbereit. Und dann haben wir eigentlich immer so eine Verabredung, wenn wir etwas Neues starten, dann sage ich, wie viel, wir haben einen Kickstarter-Motor natürlich, ne? Was denkst du, wie viel Mal treten? Das ist ganz neu alles, ne? Ganz neu. Und auch für uns? Ich sage 4. Ich sage 8. Stein, Kameramann? 3. 3? Ja, er ist positiv. Ja, positiv? Ja, positiv. Okay, Benzin ist rein? Benzin ist rein. Choke haben wir angeschlossen? Ja, wir haben natürlich einen Zielchoke. Ja, wir haben, ja, das ist ein bisschen provisorisch, aber Ja. Testmofa. Ne? Ja. Und wir haben nachgesehen, ob es funkt. Na, es hat funken. Ja. Es hat jetzt Benzin. Mal schauen, wie gut die Leute bei Polini sind mit Vorabstimmung. 4, 5, 6, 7. Ah. 14, 15, 15 Mal. Oh. Na, was machen wir jetzt, Jungs? Erstmal ruhig, immer 5 Minuten warm drehen. Und das liebsten eigentlich noch am Choke oder so. Aber Standgas. Zu wenig Benzin, oder? Mal sehen, was es macht. Okay, ja, wie man hören kann. Also ich finde, Standgas ist jetzt ganz weiß eingedreht. Ich denke, da müssen wir an Düse noch etwas machen. Es bekommt ein bisschen zu wenig Benzin, denke ich. Aber zum ersten Versuch. Oh, das. Wir lassen das noch 5 Minuten laufen, sodass Kolbenring und alle weiteren Teile ein bisschen, speziell Kolben natürlich und Kolbenring, sich ein bisschen setzen, sagen wir immer. Na, gut. Dann machen wir, denke ich, für unsere nächste Sendung eine Probefahrt. Ja. Wir haben noch ein klein bisschen Abstimmarbeit, denke ich. Also ich denke, Nadel ein bisschen höher. Ich weiß nicht, welche Standgasdüse drin ist. Ja, Vielleicht ja, ist ja die- das weiß ich wel, aber Ja, alles ist ganz neu aus Verpackung natürlich. Ja? Standgasdüse ist 42, Hauptdüse ist ein 80er. 80er? Ja. Boah, das finde ich ziemlich klein. Aber ja, Ja. die Leute von Polini verstehen sich. Aber ich denke, auch, dass wir 15 Mal treten müssen. Und du hast ein paar Mal richtig Ja. Gas gegeben, dass es zu wenig Benzin bekommt. Denke ich. Für ein 21er mit so einem großen Einlass und Membran. Ja. Ich denke, wir steigen um auf 92, bevor wir fahren. Also in der nächsten Sendung machen wir das so. Jungs, man sieht, es läuft. Ne? Und läuft eigentlich ganz nett. Also, wie gesagt, wir machen eine größere Düse rein, weil sonst ist ein so ein großes Risiko mit so einem teuren Zylinder. Das finde ich eigentlich Ja, zu das ist ein schade, Risiko, ne? ja. Vielleicht liegt das auch am Auspuff. Ne? Da kommt Ja. auch noch eine Polini Auspuff. Da machen wir auch noch eine Sendung damit. Da haben wir den ganzen Set von Polini getestet. Ja. Und dann wissen wir eigentlich Bescheid. Was wir machen, wir starten das wieder. 5 Minuten laufen, wie gesagt. Und dann sehen wir einander das nächste Mal. Ich bedanke mich schon bei der Erik, aber der ist das nächste Mal auch dabei, denke ich, Ja. zum Probefahrt. Ne? Und dann sehen wir einander das nächste Mal. Wir brauchen noch Abonnees, Jungs. Es geht gut, Ja. weil wir haben jetzt über 7000, fast 7100 haben wir. Also absolute Klasse, Jungs. Danke euch. Und naja, vergesst nicht zu abonnieren. Drücke den Klingel. Und dann bekommt man eine automatische Notifikation, wenn eine neue Video online geht. Und dann sehen wir einander. Nächste Sendung, Polini fahren. Ciao. Ja.